Suchst du auch eine Meta-Formation, mit der du Tiki-Taka und auch schnelle Konter spielen kannst? In diesem Video gibt's die enge Raute, die Aufstellung, die Formation, Taktik und Spieleranweisung. Let's go! Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam die enge Raute an. Achtung, die 4, 1, 2, 1, 2, 2. In der Klammer, die letzte Zahl. Wir fangen zuerst an mit der Taktik, danach schauen wir auf die Aufstellung und die Spieleranweisung und ich erkläre natürlich noch ein bisschen was. Wichtig ist in dieser Formation plus, es gibt natürlich immer Spielszenen, in denen dir erklärt wird, wie diese Taktik funktioniert. Ich habe das auf sehr defensiv, denk dran, du kannst mit dem Steuerkreuz deine Taktik zu Spielbeginn umstellen, ohne Chemieverlust auf deine Spieler. Den Defensivstil lasse ich auf ausgeglichen, denn durch diese Formation und durch die Anweisungen, die du in diesem Video bekommst, haben wir viele Spieler weit vorne, sodass wir wie hier in dieser Szene direkt Druck machen können, Bälle abfangen können, gerade wenn der Gegner natürlich so einen leichten Fehler macht. Die Breite habe ich auf 60, das ist eine sehr, sehr enge Formation. Wir spielen eng nach vorne und natürlich auch in der Defensive stehen wir sehr, sehr eng, deswegen gehe ich hier die Breite ein kleines bisschen hoch auf die 60, würde nicht zu breit gehen, sonst verlieren wir die Vorteile der Formation. Und dann bei der Tiefe, da gehe ich auf 45, damit stehen wir tief genug, aber auch noch weit genug vorne, dass wir reagieren können, um Konter zu fahren und aber natürlich auch, um die Time-Finesse-Shots vorm 16er verteidigen zu können, damit wir da nicht zu viele Tore kassieren. Würde ich auf keinen Fall niedriger als 45 oder 40 gehen. Wenn du sagst, du bist ein sehr, sehr guter Verteidiger, kannst du auch auf über 50 gehen. Bevor wir zum offensiven Teil der Taktik kommen, checkt auf jeden Fall die Gamers Academy aus. Da gibt es nicht nur einen Kurs, wie ihr besser werdet in FIFA 22, sondern ihr kriegt da auch die heißesten Tipps und Coachings von Mo Auber, Neil Guides und weiteren richtig guten Content Creatern. Plus, und nur deswegen mache ich hier diese Werbung dafür, ihr könnt das kostenlos testen über den Link in der Videobeschreibung. Über diesen Link könnt ihr 7 Tage kostenlos testen. Wenn ihr sofort kündigt, entstehen euch keine Kosten. Das heißt, ihr könntet mich ein bisschen supporten. Ihr könnt da noch was lernen und nur deswegen mache ich auch das Placement dafür. Aber genug davon, die offensive Taktik. Und hier gehen wir beim Aufbauspiel auf jeden Fall auf langer Ball, denn dadurch können wir sehr, sehr viele Läufe initiieren. Ihr könnt ja immer mit L1 oder LB selbst noch Spieler schicken. Dazu habe ich ja auch schon Videos hier auf dem Kanal. Plus, mit langer Ball wird das automatisch unterstützt. Das Aufbauspiel ist für die ersten 2 Drittel des Feldes und dann die Chancenarbeitung fürs letzte Drittel. Und hier würde ich auf jeden Fall auf Läufe in die Spitze gehen. Das gleiche Prinzip, wir haben ein ZOM, wir haben 2 Stürmer vorne. Wir wollen den Ball natürlich in die Spitze bekommen. Wir wollen, dass die schnell aufbauen, dass wir solche Konter wie hier fahren können oder so und sehr, sehr schnell den Ball nach vorne bringen. Und das hilft uns für Konter, aber auch fürs ganz normale Aufbauspiel, das Tiki-Taka, was wir ja zocken wollen. Denn durch diese vielen Läufe entstehen immer wieder Räume und wir haben freie Passempfänger. Die Breite kannst du so lassen. Ich packe die mal so auf 55. Wie gesagt, wir wollen eher eng spielen, das ist keine weite Formation. Und dann Spieler im Strafraum. Hier packe ich 7 rein, echt offensiv, denn wir wollen sehr, sehr viele Spieler im Strafraum haben. Die Stürmer sollen da sein. Die sollen immer wieder diese Läufe machen. Ecken, Freistöße. Wie immer auf 1, um nicht in dumme Konter zu laufen. Kommen wir zu den Spieleranweisungen und fangen an mit den Stürmern. Beide Stürmer habe ich auf den gleichen Einstellungen und zwar zentral orientierend. Klar, wir spielen eine enge Formation. Wir spielen Tiki-Taka. Wir wollen zentral bleiben und auf jeden Fall die Offensivläufe, Alter, du bist auch ein Affe, Abwehr überlaufen, ganz, ganz wichtig. Und ich habe beide Stürmer auf vorn bleiben. Das ist natürlich dann ein kleines bisschen konteranfälliger, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese beiden Stürmer dann immer im 16er haben. Der ZOM ist auch auf vorn bleiben und wir haben die Flankenläufe, dass der in den Strafraum gehen soll, für Flanken in den Strafraum und vorn bleiben beim ZOM. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, diese Pässe hier, dieses Durchstecken, Rafa hier, unser ZOM, dass er dann auf die Stürmer durchspielen können. Das ist sehr, sehr gut und mit vorn bleiben haben wir halt auch wieder diese Anspielstation, wenn wir den Ball gewinnen. Nicht, dass wir unbedingt nur Konter fahren können, aber dass wir halt einen freien Spieler haben, den wir anspielen können. Und dann ganz, ganz wichtig sind die beiden ZMs und die sind wirklich eine ganz, ganz, ganz knifflige Sache in diesem System. Du siehst, dass ich hier einmal zum Beispiel Ivan Carvalho habe. So, ich hasse das, wenn man da nicht rüberkommt auf den Spieler. Und zwar ist er ja eigentlich ein offensiver Spieler, weil ich spiele diese enge Raute, vor allen Dingen, wenn ich dringend ein Tor brauche, sonst spiele ich 4-2-3-1. Du kannst hier auch das ganze Spiel spielen, dann würde ich vielleicht hier keinen Stürmer haben, sondern eher einen offensiven Mittelfeldspieler oder jemanden wie Bruno Fernandes, so ein ZM, der auch nach vorne gehen kann. Und die sind beide auf ausgewogenen Angriff,
Auch für Flanken in den Strafraumrand. Wir wollen da wirklich sozusagen sehr, sehr viel reinpacken. Mitte abdecken auf jeden Fall, sodass die eng bleiben, nicht auf die Flügel, sonst entstehen einfach zu große Lücken. Und diese beiden ZMs, da ist ganz, ganz wichtig, die haben beide die gleichen Einstellungen. Ist ganz, ganz wichtig, dass du mit denen manuell nach hinten läufst und dein ZTM unterstützt. Denn davon haben wir ja nur einen in der Formation. Und das ist sicherlich eine Schwachstelle. Hier würde ich am besten einen Spieler nehmen, der hohe Arbeitsrate nach hinten hat, Medium nach vorne, geht auch hoch, aber dann ist ganz, ganz wichtig, dass du bei der Offensiv-Unterstützung auf hinten bleiben bei Angriffen gehst. Denk dran, diese Spieleranweisungen überschreiben immer die Arbeitsraten. Hinten bleiben bei Angriffen, Passwege zustellen habe ich hier drin. Und dann auch ganz, ganz wichtig, wir haben nur einen ZTM und der muss natürlich die Mitte abdecken und darf auf keinen Fall irgendwie raus auf die Flügel. Bei den Außenverteidigern hinten bleiben bei Angriffen, ganz, ganz wichtig, konservatives Abfangen. Warum? Ganz einfach, wir haben außen ja nur diesen LV und diesen RV und wenn die jetzt noch sehr energisch, sehr aggressiv irgendwie draufgehen würden oder so, dann ist das einfach zu gefährlich, wenn der Gegner dann da durchkommt oder so. Deswegen spielen wir eher konservativ. Übergreifend muss man nicht machen. Ich finde das ganz gut. Das hilft nochmal mehr, dass die beiden frei sind und eine Anspielstation haben. Zur Not könntest du auch Vorstöße an der Seitenlinie noch anmachen mit Steuerkreuz nach oben, Steuerkreuz nach rechts. Würde ich nicht unbedingt empfehlen bei dieser Formation, aber wenn du zum Beispiel gepresst wirst vom Gegner oder so, damit du das Spiel bereit machst und Anspielstationen hast. Welche Spieler sind jetzt gut geeignet und worauf musst du achten für Position? Die Stürmer, du siehst, am liebsten habe ich natürlich 5 Sterne Weak Foot, das ist ganz, ganz wichtig, ansonsten sollten die schnell sein und gute Abschlusswerte haben, denn im 16er, da gilt immer die Schusskraft und der Abschlusswert. Außerhalb des 16ers sind es die Schusskraft und dann der Weitschüssewert. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Beim ZOM ist wichtig, dass der passen kann. Rafa hier nicht so gut vom Weak Foot her. Ansonsten bei den ZMs. Uribe ist eigentlich ein schöner Spieler. Hoch Arbeitsraten, der sowohl verteidigen kann, der schnell genug ist, der aber auch ganz gute Passwerte hat, sodass du mal einen guten Ball spielen kannst nach vorne oder so. Denk dran, die arbeiten noch mit nach vorne. Und dann ganz, ganz wichtig natürlich der ZTM, wie gesagt, dass der schnell genug ist. Du hast nur diese Konterchance für den Gegner, beziehungsweise wir kassieren hier ein Gegentor. Einfach, wir haben nur diesen einen ZTM, wenn man mit dem dann schon überhaupt nicht mehr hinterherkommen kann, dann nicht. Also ich sag mal, Joshua Kimmich oder so, der ist vielleicht zu langsam dafür. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass du hier einen schnellen Spieler hast. Du hast nur einen einzigen. Wenn der ZTM ausgespielt wird, dann willst du nochmal in der Lage sein, nochmal hinterher zu laufen. Und dann die Verteidiger sollten natürlich vor allen Dingen auch sehr, sehr schlau sein. Und stell dir auf keinen Fall einen 81er Goldtorhüter in die Kiste. Denk an den Link aus der Videobeschreibung, wenn du mich supporten willst bei dem Placement und die 7 Tage kostenlos auschecken willst auf der Gamers Academy. Abonnier den Kanal, Alter, ganz normal. Und hier nochmal 5 Tipps für die Offensive, mit denen du mehr Tore schießt und die du in dieser 4-2-3-1, Alter, in der 4-1-2-1-2 anwenden kannst. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.